Hallo und Servus zusammen. In dem Video zeigen wir euch den direkten Soundvergleich der BMW R1300 GS und der BMW R1250 GS. Wir schauen uns das Leistungsdiagramm der R1300 GS genauer an, aber vor allem schauen wir, wie schnell die R1300 GS von 0 auf 100 wirklich ist. Für euch bin ich die R1250 GS und die R1300 GS direkt hintereinander gefahren, um euch die Unterschiede direkt und ungefiltert präsentieren zu können. Natürlich sind das nur meine persönlichen Eindrücke, Gefühle, Meinungen und nur mein Popometer. Aber was ich dazu sage, wie sie sich fährt und welche Tipps und Tricks wir zur R1300 GS herausgefunden haben, erfährt ihr in den nächsten Videos. Also abonnieren, liken und teilen nicht vergessen. Aber schauen bzw. hören wir uns erst einmal den Sound der beiden Motoren und vor allem der beiden Serienauspuffanlagen im Vergleich an. Ja, so für sich alleine hört sich die R1300 GS mit dem Serienauspuff ganz okay an. Wenn die R1250 GS startet, dann hört man, dass diese etwas lauter und etwas dumpfer ist. Was aber bei den immer strikteren Emissionswerten der Gesetzgeber natürlich kein Zufall ist. Mit diesem Thema haben alle Motorradhersteller zu kämpfen. Der mittelmäßige Sound ist aber natürlich auch gut für uns als Zubehörhersteller. Denn wir sind für euch schon dran, mit den besten Auspuffherstellern der Welt einen hervorragenden Auspuff für eure R1300 GS zu entwickeln, der natürlich einen besseren, kernigeren und dunkleren Sound haben wird. Also bei uns im Shop vorbeischauen, www.mhonig.de. Bezüglich der Leistung und der Größe der R1300 GS, vor allem im Vergleich zur R1250 GS Adventure, gibt es ja im Netz schon wieder richtig geile Funde von den begabtesten Künstlern, wie zum Beispiel den hier. Oder den Rambo-Vergleich. Ich weiß, jeder von euch hat Humor. Aber schauen wir uns jetzt wirklich mal das Leistungsdiagramm der R1300 GS an. Oben seht ihr die Leistungskurve in Kilowatt. Bei etwas über 75 Kilowatt 102 PS und bei ungefähr 5000 Umdrehungen ist ein kleiner Knick, welcher beim Beschleunigen aber keinerlei Rolle spielt. Viel interessanter ist die untere Kurve, das Drehmoment, welches in Newtonmeter auf der rechten Seite des Leistungsdiagramms angegeben ist. Ihr seht, von ca. 4000 bis 8000 Umdrehungen liegt immer deutlich über 135 Newtonmeter an. Die neue Ducati Multistrada V4S schafft maximal gerade einmal 125 Newtonmeter und dafür braucht sie aber 8750 Umdrehungen. Aber schauen wir uns einfach einmal an, wo sich die aktuell großen Reise-Enduros so bewegen. Ihr seht, die bewegen sich alle innerhalb 3,3 bis 3,6 Sekunden. Wobei ich hier keinen Anspruch auf die absolute Wahrheit haben will oder haben muss und das ist keine wissenschaftliche Arbeit. Nichtsdestotrotz recherchiere und fahre ich für euch so gut wie nur irgendwie möglich und die 145 PS und 149 Newtonmeter der R1300 GS würde ich auf alle Fälle bei 3,3 bis 3,4 Sekunden ansiedeln. Also schauen wir uns endlich das beste 0 auf 100 Resultat an, das ich mit der R1300 GS zusammengebracht habe.
Ja, das nenne ich einmal wirklich nice. Ich kann also für euch festhalten, die neue BMW R1300 GS geht wie Hölle und bei Ducati und KTM wird aktuell höchstwahrscheinlich geweint. Wenn ihr genau wissen wollt, wie sich die R1300 GS fährt, welche Tipps und Tricks wir herausgefunden haben und wie schwer sie wirklich ist, dann sehen wir uns in den nächsten Videos wieder. Servus, bis zum nächsten Video.